Wir wollen heute, wie bei jedem Video von uns, dich erreichen. Ja. Nicht dein Avatar, nicht das Bild, was du aufgebaut hast, sondern tatsächlich dich. Und dafür zeigen wir uns. Gerade in der heutigen Welt leben wir oft wie, als wären wir ein Avatar. Also wir zeigen was wir gar nicht sind. Also wir diskutieren oder leben über Social Media, wir zeigen uns. Aber was fehlt, ist irgendwie so diese tatsächliche Begegnung oder dieses tatsächliche Zeigen von dir oder von uns. Du kennst das sicher im normalen Leben, dass du einfach wie merkst, du kannst dich nicht so zumuten, wie du bist. Du kannst dich nicht so zeigen, wie du bist. Oder du willst es nicht. Also wir haben immer irgendwas, wo wir so verstecken, Ja. wo wir uns schämen, vielleicht so zu sein oder so zu denken, wo wir wissen, oh, wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich bin oder denke, dann, keine Ahnung, Und das was wird passiert. fast wie so zu einer Angewohnheit. Genau, Ne? ja. Und wir merken manchmal Ja. gar nicht mehr, wie wir uns verstecken oder dass wir gar nicht wirklich echt sind. Ja, oft kriegen wir das gar nicht mehr mit. Ja. Und wir können dich nicht erreichen, wenn du dich nicht wirklich zeigst. Also wir können wie dieses energetische Aufbauen, so dieses Miteinander, auch durch ein Video können wir dich nicht erreichen, wenn du dich nicht zeigst. Also wenn du keine Offenheit hast. Und wir haben so viele Spiele am Laufen, uns zu verstecken, oder wir zeigen was anderes als das, was wir fühlen. Wir zeigen was anderes als das, was wir denken. Und wir zeigen was anderes als das, was wir sind. Das spielt alles rein in der Art, wie du jetzt das Video anschaust, wie du das Video aufnimmst. Und das, was wir zu teilen haben, das kann eigentlich nur rein und offen aufgenommen werden. Also wir müssen eigentlich durch das alles durch. Also wir versuchen da durchzugehen, durch diesen Avatar, durch dieses Bild, was uns gezeigt wird, durch das Denken, was vielleicht denkt, es weiß oder es wüsste. Es muss auch nichts mehr begreifen oder entdecken oder erforschen. Diese ganzen Positionen, das sind so diese Avatare, könnte man sagen, die wir uns aufgebaut haben. Und die hindern uns, wirklich in Kontakt zu gehen. Und der Kontakt ist aber für Liebe, für die Einheit zu erfahren, für zu erwachen, für Verbindung herzustellen, ist das A und O. Also Nötig, das ja. braucht es. Ja, weil das fühlt man eigentlich auch, wenn man diese Avatare oder diese Filter davor schiebt, dass man nicht wirklich gesehen wird. Also das fühlt sich da auch immer irgendwo einsam an oder nicht verbunden. Oder man hat immer das Gefühl, irgendwie passt das nicht zusammen, ich kriege das nicht auf die Reihe. Warum ist denn das da so und warum ist das so? Also wir merken, irgendwie fehlt die Verbindung, manchmal zu uns selber sogar, aber auch zu anderen. Also wir können nicht tiefe Verbindungen, tiefe Freundschaften haben. Immer wieder verstecken wir uns oder gehen wieder raus und lösen alles wieder auf, um neu anzufangen. Aber warum? Ne? Warum haben wir so Angst, uns zu zeigen? Warum haben wir so Angst davor, einen Kommentar zu schreiben, zu liken? Warum haben wir so Angst davor, uns bemerkbar zu machen, also wie wir sind, dass das wie so rauskommen darf und so? Und hier gesehen wird, die andere Seite schaut tatsächlich zu. So kann eigentlich nur Entwicklung passieren. Das Erwachen passiert nicht über Avatare. Das geschieht nicht dadurch, dass ein Bild hier erzählt wird und bei euch wird das Bild aufgebaut und so erwacht ihr.
das Erwachen passiert durch tatsächliche Begegnung, durch ein Erforschen, durch ein Mitgehen. Also es ist eine Intimität und Nähe zwischen Schüler und Lehrer, es ist Intimität da, die wir auch versuchen durch die Kamera zu bringen. Da ist eine Intensität von uns, wo wir durchkommen wollen und wo wir fühlen wollen, was auf der anderen Seite halt auch ist. Ja, weil nur wenn dieser Avatar gezeigt wird oder wenn oder wenn man sich zeigt, selbst mit dem Avatar oder mit diesem Davorschieben, kann von außen gesehen werden, guck mal, da ist was sich immer versteckt, da ist was du davor schiebst. Und wenn das gesehen wird, was sich davor schiebt, dann kannst du das besser erkennen. Wenn du es nicht erkennst, hat es wie auch gar keinen, dann kannst du auch nichts machen. Aber wenn das erkannt wird von außen und von dir, dann hat das eine Chance, dass das sich auflösen kann oder dass das heilen kann, dass das oder ja die Wunde sich rauskommt, öffnet. Ne? Ja, oder die Wunde zeigt, warum dieses Verstecken passiert. Das kann traumatisch sein, das kann ganz viele Gründe haben, aber das kann sich erst auflösen oder klären, wenn es gesehen wird. Und solange das nur so ein Verstecken ist, ändert sich nichts an dieser Position von, ich bin hier hinten und hier vorne zeige ich das, was ich der Welt zeigen will und eigentlich erfahre ich gar keine wirkliche Verbindung. Weil das, was heilen will, ist wirklich das, was da drin ist. Das will heilen. Und nicht, wenn man es vorschiebt als Bild und möchte, dass das, also mit Informationen oder man zeigt das, aber man zeigt nicht die Wunde, die tatsächlich hinten dran ist. Und in der Heilung und auf dem spirituellen Weg ist so Authentizität und Echtsein ist das, was uns tatsächlich wie weiterbringt. Und wir müssen lernen, durch das Social Media, durch die vielen Eindrücke, die kommen, dieses Echtsein als das Wichtigste zu halten und uns das ist wie so ein Weg durch diese vielen, vielen wirren Irrwege sind, die im Moment irgendwie auch in der Welt da sind, dass wir das als unseren Weg nehmen, uns echt jeden Schritt, den wir machen, uns fragen, ist es das, was ich ausdrücken will, ist es das, was ich fühle, ist es das, was ich jetzt gezeigt habe bei den Menschen, dich einfach zumuten. Und wenn du dich wohlfühlst mit diesen Filtern oder Avataren, dann besteht wieso keine Chance. Dann fühl dich wohl und leb das Leben mit dem, bis du an den Punkt kommst, wo du merkst, dass es irgendwie komisch ist, dass es irgendwie falsch ist, dass du nicht echt sein kannst, dass du nicht wirklich Liebe spüren kannst oder Verbindung eingehen kannst. Und vielleicht braucht es wie Zeit. Also es ist eine Freiwilligkeit, muss da sein, sonst hat das ja gar keinen Sinn. Ne? Ja, wir müssen nicht uns Echtsein vorspielen. Echtsein passiert, wenn wir echt sein wollen, dann gehen wir hin und gucken, was steht dazwischen, warum kann ich nicht echt sein? Und wenn diese Sehnsucht kommt, wenn der Funke da ist, ich will das, was falsch ist, das, was mich immer wieder unglücklich macht, was mich stört, was mich leiden lässt, ich möchte das endlich loswerden, dann ist der Moment, dann kümmere dich drum, dann geh diesen Weg und kümmere dich drum, diese Masken oder Avatare aufzuarbeiten, aufzulösen und abzulegen. Und da können wir helfen. Da sind wir, das sind wir gut. Das ist da. wie unsere Aufgabe oder unser Herz liegt daran, eigentlich dir wirklich zu begegnen und zu helfen, das eigentlich aufzulösen. Und in jedem Satsang-Retreat, in jedem Coming-Home-Retreat, alles, was wir machen, ist, um dir zu helfen, dich zu öffnen, dass du uns wahrnimmst. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass du näher kommst. Treff uns live, sei mal in einem Retreat dabei und öffne dich, zeige dich und du wirst sehen, da ist so ein Riesenunterschied, was wir bewegen können, wenn wir in diesem Feld reinkommen, wo
wir wirklich miteinander das zeigen können und das erforschen können, also diese Verbindung tatsächlich da ist. Das ist ganz anders als das, was wir mit Video rüberbringen können. Das ist so einseitig und doch erreichen wir dich, deshalb machen wir das. Das ist für uns, ist das wie irgendwie wichtig, auch so eine Herzensangelegenheit. Wir versuchen dich über die Linse zu erreichen und uns schreiben auch viele Leute, dass wir es auch schaffen. Also dieses Feedback ist das, wo wir merken, okay, und heute wollen wir dich erreichen. Und wenn du da tiefer gehen willst, dann haben wir einige Sachen. Du kannst uns in Berlin live erleben. Wir haben 2 Tage Satsang, wo wir im August, glaube ich, geben. Anfang August. Anfang August, ne? Im Juli 2., 3. haben wir 7 Tage Coming Home Retreat, wo wir seit, ich glaube, 15 Jahren in Italien am Ottersee immer wöchentliche Retreats machen, wo diese Menschlichkeit, dieses Erfahren von den Emotionen, echt sein, sich zeigen, das ist ein Fest, also ein Fest von Liebe, Nähe und Intimität. Freundschaft, ja. Wirkliche Spiritualität, die da gelebt wird. Das ist das, was wir in Menschen bewegen wollen. Also wir wollen wirkliche Connection und Verbindung fühlen. Und es ist so schön, dass das geht. Wir müssen uns nicht unsere Geschichten erzählen, wir müssen uns nicht unsere Masken vorführen und erzählen, wer wir sind oder wo wir herkommen, sondern die Menschen, die zu uns kommen, die sehnen sich nach diesem Echtsein, die sehnen sich nach wirklich Tiefe im Leben, nach Verbindungen, wo sie sein können, wie sie sind, wo sie sich zeigen können, wo sie gesehen werden. Es ist so eine Sehnsucht. Wir wollen so gesehen werden. Wir wollen uns nicht anstrengen, geliebt zu werden, sondern einfach so sein, wie wir sind. Ja. Und das ist so schön, das immer wieder zu sehen, wenn sich das entblättert, wie diese Menschen aufgehen, wie die sich verändern, wie die ganz anders in ihr Leben gehen und gucken und wirklich andere Beziehungen pflegen und finden, wenn sie anfangen, diesen Weg von Echtheit und Offenheit zu gehen, ohne dieses Verstecken müssen. Ja. Und das ist für uns der Boden zum Erwachen, diese Echtheit und Intimität, die wir mit jedem einzelnen Menschen aufbauen, dem wir begegnen. Die Einheit wird so gelebt und wird wie so weitergegeben, nicht als Idee oder Konzept, wo wir da hinten sind, sondern tatsächlich hier, mit Berührung, mit hier, diese echte Verbindung. Ja, wir würden uns mega freuen, dich auch durch die Kamera erreicht zu haben und kannst dich gerne ein Feedback geben oder melden bei uns. Ja, schreib uns, like, melde dich, wie auch immer. Ja, und wir würden dich wahnsinnig gern kennenlernen und treffen. Ja. Alles Liebe. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.